Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für eine meiner absoluten Lieblingsweihnachtsplätzchen. Und zwar backen wir heute Spitzbuben. Dafür als erstes alle Zutaten für den Teig in eine Rührschüssel geben. 225 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 125 Gramm kalte Butter, ein Ei, 100 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz. Als nächstes alles mit den Händen für ca. 4 bis 5 Minuten zu einem geschmeidigen und glatten Teig verkneten. Wenn das erledigt ist, den fertigen Teig in einen Bogen Frischhaltefolie einwickeln und danach für mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Nach circa einer Stunde den Teig aus dem Kühlschrank holen, die Arbeitsplatte und den Teig leicht bemehlen und jetzt mit einem Nudelholz ca. 3 bis 4 mm dick ausrollen. Wenn das erledigt ist, können wir anfangen, die Kekse auszustechen. Als erstes mit einem runden Ausstecher kleine Kreise ausstechen und danach mit einem passenden Sternausstecher die Hälfte der Kreise nochmals sternförmig ausstechen. Den überschüssigen Teig sowie die ausgestochenen Sterne abnehmen, den Teig nochmals zusammenkneten, auf die gleiche Weise ausrollen und ausstechen, bis der gesamte Teig aufgebraucht ist. Die fertig ausgestochenen Spitzbubenplätzchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und anschließend im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 12 Minuten backen. Die fertigen Plätzchen danach aus dem Ofen holen, auf dem Blech oder einem Kuchengitter etwas abkühlen lassen und sobald sie abgekühlt sind, die unteren runden Kekse mit je einen Teelöffel roter Marmelade oder Gelee einstreichen. Ich habe hier Johannisbeergelee verwendet. Dann die Kekse mit sternförmigem Loch einfach auf der Marmelade andrücken und zum Schluss alle Plätzchen noch mit reichlich Puderzucker bestäuben. Danach sind wir auch schon fertig. So sehen die fertigen Spitzbubenplätzchen dann aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Kekse bei euch auf keinen Fall zur Weihnachtszeit fehlen dürfen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.